Guten Morgen. Ja, als ich eingeladen wurde dafür, da habe ich mir zwei Sachen zu mir aufgefallen. Das eine ist, ich bin Representative für Österreich und da gab es die Geschichte, als ich das übernommen habe von meinem Vorgänger, dann hat er gemeint, er war in Österreich, ich bin Deutscher, dann hat er gemeint, ja, und jetzt wirst du dann Representative für Österreich und du bist Deutscher, darfst du das überhaupt? Und dann sind wir aber drauf gekommen, dass das funktioniert. Wahrscheinlich ist das so, weil ich jetzt doch schon seit 2002 in Österreich lebe und halt eingemeint. Das andere war natürlich hier als Vertreter von fossilen Energien, habe ich mich schon sehr fossil gefühlt und war dann noch froh, dass außer mir und meinem Kollegen noch, ich glaube, zwei weitere Leute von den fossilen Brennstoffen herkommen. Was ich Ihnen zeigen wollte, ja, das dritte Problem ist natürlich, dass ich gefragt wurde, ich soll zeigen, wie das Technology Collaboration Program mit dem Thema von heute zusammenhängt. Und da gibt es einen Link, aber den muss man sich ein bisschen erarbeiten. Und der Link ist, dass wir trotzdem noch über die Jahre einen ziemlich hohen Demand an Ölproduktion haben werden und damit Enhanced Oil Recovery wichtig ist, weil es gar nicht so leicht sein wird, die Ölproduktion überhaupt aufrechtzuerhalten. Das ist also die Idee von dem Vortrag. Was ist Enhanced Oil Recovery? Man muss sich bewusst sein, dass bei den Ölfeldern, die gefunden wurden, wenn man die nur fördert, ohne irgendetwas zu machen, sondern nur bohrt und versucht es zu fördern mit Pumpen, man nur zwischen 5 und hier steht 30, vielleicht sogar ein bisschen weniger Prozent von dem Öl fördern kann. Das nennen wir das Primary Recovery. Wenn man Wasser einpresst, dann schafft man es immerhin 30 bis 50% von dem Öl zu fördern. Das heißt 30 bis 50% von dem Öl, das gefunden wurde, bleibt in der Erde. Tertiary Recovery, was das gleiche ist wie Enhanced Oil Recovery, damit kann man dann Entölungsgrade erreichen von bis zu 80%. Jetzt ist nur die Frage, zu welchen Kosten. Und da gibt es verschiedene Methoden. Da gibt es thermale Methoden, wo man Dampf injiziert. Dann gibt es Gas Injection. Da gibt es einen Link zu den anderen TCPs in der International Energy Agency. Dann gibt es Alkali, was Soda Ash ist. Dann Surfactants, das sind Seifen, Polymer Injection oder anderes. Mit diesen Themen beschäftigt sich das Enhanced Oil Recovery Technology Collaboration Program. Das ist übrigens seit 1979. Also, das Ziel von dem TCP ist einerseits die Ergebnisse von EOR Research bei den ganzen Member Countries zu verteilen. Und das sind inzwischen 14, wir sind gewachsen in den letzten paar Jahren. Und dann viel Testing auszuprobieren, also dass man das ins Feld probiert, weil vom Laboratorium ins Feld die Sachen zu bringen, ist ein längerer Prozess. Die Links zu den anderen TCPs ist einmal Greenhouse Gas, dann natürlich Gas and Oil und das Clean Coal Center. In dem Technology Collaboration Program behandeln wir die folgenden Themen. Einerseits auf mikroskopischer Ebene, wenn man Öl und Wasser und Gas im Ölfeld hat, wie funktioniert es an den Interfaces, was kann man machen, um den Entölungsgrad zu verbessern. Surfactants, das sind also Seifen und Polymere. Polymere hat man zum Beispiel in der Wasseraufbereitung oder im Winding auch, das gibt es überall. Dann Gas Flooding, das ist, man injiziert zum Beispiel CO2, man kann also was beitragen, um Greenhouse Gases zu reduzieren. Thermisch, das ist, wenn man sehr zähflüssiges Öl hat, das sieht so dann aus wie Honig, dann kann man das erwärmen und das lässt sich besser produzieren. Reservoir Characterization, das bedeutet, man muss wissen, wie das Reservoir aussieht, damit man es besser fördern kann und dann natürlich neue Technologien. Das ist ein wichtiges Slide für das Enhanced Oil Recovery, aber ich denke insgesamt für die Ölindustrie. Was man sieht, ist in Rot der Ölpreis auf der rechten Skala. Und ich habe das Diagramm gibt es nur bis 2010, jetzt wäre der Ölpreis nochmal hoch und dann nochmal kollabiert.
Und in Blau sind die Projekte hier, Enhanced Oil Recovery Projects. Und da sieht man ein bisschen den klassischen Schweinszyklus. Der Ölpreis übrigens wäre, wenn man den hochrechnet auf 2015 Dollar oder 2016, wäre fast bei 100 Dollar. Also, man sieht einen hohen Ölpreis. Was dann passiert ist, es werden einige Enhanced Oil Recovery Projekte angestoßen. Übrigens 1979 wurde unser TCP gegründet, danach hat es einen steilen Anstieg an den Projekten gegeben. Ja, vielleicht nicht ganz ursächlich, aber fast. Also der richtige Grund ist, Ölpreis ist hoch, dann macht man viele Projekte, der Ölpreis kollabiert, die Projekte sind zwar noch da und dann mit der Zeit gibt es immer weniger Projekte. Und erst jetzt, im Jahr 2000 ist der Ölpreis schon wieder angestiegen, erst 2005 bis 2010 gab es mehr Projekte. Wir haben in der Ölindustrie unglaubliche Cycle Times, das war deswegen der Vortrag vorher auch interessant, weil unsere Cycle Times sind von dem, dass man ein Projekt anfängt, bis dass man Öl fördert, vergehen 5 bis 10 Jahre. Und das macht viele Probleme, weil man dann in einer Zeit von einem hohen Ölpreis fängt man ein Projekt an, dann braucht man einige Jahre, dann kann aber schon der Ölpreis wieder unten sein und dann verliert man die Geduld und stampft das Projekt ein. Das heißt, bis man solche Projekte durchsetzt, das dauert seine Zeit. Das ist das zweite entscheidende Slide, würde ich sagen. Das ist von ExxonMobil, ein Forecast. International Energy Agency sieht ähnlich aus. Das hängt immer davon ab, was man an Ölproduktion, was man dazu rechnet und was nicht. Was entscheidend hier ist, ist einerseits der Forecast für das ist ein Current Szenario, also keine großen Änderungen, Anstieg der Ölproduktion bis ins Jahr 2040. Und das zweite ganz entscheidende ist, das sind die konventionellen Ölfelder, die entdeckt worden sind. Und da nimmt die Ölproduktion natürlich in jedem Jahr ab. Und es wurden in den letzten 20 Jahren keine großen Ölfelder entdeckt, ganz wenig große Ölfelder entdeckt. Das heißt, alles, was man an Öl fördert, was heutzutage gefördert wird, kommt aus konventionellen Öllagerstätten. Und all das muss ersetzt werden, wenn man den Demand, wenn man es schaffen will, den Demand zu erreichen. Und jetzt ist eben die Frage, wie viel von diesem konventionellen kann man beispielsweise durch IOR abdecken, wie viel durch was anderes. Nimmt man das Szenario von der International Energy Agency, das 455er Szenario, dann würde das bedeuten, dass die Ölproduktion oder Öldemand sozusagen ungefähr, ich glaube, zwischen 26 und 28 einen Peak hat und dann abnimmt. Bedeutet aber trotzdem noch, selbst wenn man annimmt, dass zum Beispiel E-Cars exponentiell wachsen, mit weiter dem Faktor von 1,5 oder 1,6, dass trotzdem noch sehr viel Öl gefördert werden muss. Der Anteil von IOR daran sind nur 3 bis 4 Millionen Barrel. Und jetzt ist die Frage, wo kann man kostengünstig, möglichst environmentally safe, mit niedrigem Risiko fördern. Und da ist Enhanced Oil Recovery ein Anteil. Das hier zeigt die Ressourcenpyramide. Als ich vor ein paar Jahren hier vorgetragen habe, sah die Situation anders aus. Da gab es viele Diskussionen um Peak Oil. Und Peak Oil haben einige Leute geglaubt, dass Peak Oil erreicht wird, weil es nicht genug Öl auf der Erde gibt innerhalb der nächsten, manche haben behauptet schon 2005, dann 2010 sei Peak Oil erreicht, nicht wegen dem Demand, sondern weil die Produktion das nicht aufrechterhalten kann. Was in Wirklichkeit passiert, ist, dass man in der Ressourcenpyramide weiter nach unten wandert. Das Conventional Oil, das günstig zu fördernde Öl, hat man gefunden und hat man schon zu 30% gefördert. Heavy Oil gibt es mehr davon, ist weniger produziert. Bitumen, Oil Shales gibt es noch mehr davon, wurde noch weniger produziert. Das heißt, Peak Oil wird es über viele, viele Jahre nicht aus dem Grund geben, dass man nicht so viel fördern kann. Das ist nur eine Preisfrage. Jetzt momentan sieht es mir so aus, dass Peak Oil eine Demand-Sache sein wird, dass es nicht mehr notwendig ist. Und das sind die Förderkosten für die unterschiedlichen Möglichkeiten, Öl zu fördern. Was man sieht, ist hier, wie viel Barrels in place, und das sind jetzt Ressources es gibt. Das ist jetzt bereits produziert, und das kann man produzieren zu einem Preis von 5 bis 30 Dollar.
Und dann sieht man die anderen Möglichkeiten, Öl zu fördern. Und da sieht man, je weiter man hier rüberkommt, desto höher wird der Preis die Kosten des Öls zu fördern. Und eins würde ich gerne von der IEA eigentlich einen Verbesserungsvorschlag, weil innerhalb dieser Kurven gibt es natürlich günstigeres und teureres. Das heißt nicht, das gesamte Öl wird zu dem Preis gefördert. Also in jedem dieser Kasten gibt es günstigeres und teureres Öl zu fördern. Und jetzt ist eben die Frage, welches kann man, noch 2 Minuten schaffe ich, welches Öl kann man günstig fördern. Und da kann eben das Enhanced Oil Recovery einen Anteil machen und auch das CO2. Also für die Conclusions. Enhanced Oil Recovery wird benötigt werden, selbst in einem 450-Szenario, weil momentan produziert man ungefähr so 3 bis 4 Millionen Barrel mit Enhanced Oil Recovery. Die lassen sich so schnell nicht ersetzen. In den letzten Jahren, wegen dem hohen Ölpreis, wurde Enhanced Oil Recovery recht schnell entwickelt. Das TCP ist auch gewachsen. Jetzt, was man jetzt sehen wird, mit dem niedrigeren Ölpreis werden wieder weniger Projekte kommen. Auf der anderen Seite sieht man, dass das Öl immer schwerer zu fördern geht. Das heißt, vielleicht hält sich einigermaßen die Waage. Und das Technology Collaboration Program, das war einer der Gründe, warum das seit 1979 bis jetzt das überdauert hat, weil wir eben die Kontinuität haben. Wir haben das ist ein Task Sharing Agreement, das heißt, wir haben die Researcher, Regulators, Firmen zusammengebracht und auch über niedrigen Ölpreis die Kontinuität dann da bewahrt. Ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit.